Hallo, ich stelle euch heute eine neue Figur vor. Sie kommt von dem Anime To Love Ru und ihr Name ist Yami. Sie kommt von dem Hersteller Hobby Japan Amakuni. Ja, dann schauen wir uns gleich die Box an. Hier hat sie einen Sticker, dass sie original ist. Dann hat sie einen Scale von 1,7, das steht hier. Dann steht hier To Love Ru, ihr Name. Und wieder überall Deko, was ein bisschen nach Wüste aussieht, weil es ja die Wüstenversion ist. Für mich ist es die Wüstenversion. Da sieht man eben ein Bild von der Figur und hinten auch, wie sie aussehen soll. Hier sieht man auch wieder einen Sticker. Das Herz soll bedeuten, dass die Haut bei Hobby Japan, die ist ja so, wenn man die angreift, dass die weich ist. Also so glattseitig, das stimmt wirklich. Finde ich recht cool. Hier sieht man auch wieder die Figur. Ja, dann würde ich sagen, öffnen wir gleich die Box. Was mich bei Hobby Japan ein bisschen stört, ist, dass die OVPs alle so ein billiges Papier haben, weil das reißt extrem schnell. Also da sind die OVPs recht schnell kaputt. Ja, dann zu der Figur in der Plastikbox. Hier sieht man wieder viel Schutzfolie, unten die Base. Hinten sieht man dann auch wieder dasselbe, die Figur mit der Base. Ja, dann öffnen wir gleich die Plastikbox. Ja, dann haben wir hier die Base. Die gebe ich gleich aus dem Plastik raus. Ja, man sieht nichts Spannendes. Eigentlich nur eine weiße Base mit ein bisschen Golddeko und eben Namen To Love Ru. Und ja, Made in China. Ja, dann so zur Figur. Gib mal das ganze Plastik hier weg. Dann gebe ich die Figur gleich auf die Base. Die wird nur in einen Fuß reingesteckt. Also die Stäbchen hier auf der Base, das finde ich nicht so gut. Weil sie meist dann nicht so gut hält, wie wenn sie auf beiden Füßen in der Base steckt. Ja, was soll ich sagen zur Figur? Ich will mir das ganze Set besorgen, einfach weil ich finde, viele Figuren sehen im Set einfach viel besser aus. Eigentlich wollte ich die Figur, obwohl es eigentlich relativ mein Lieblingscharakter ist, nicht kaufen, da ich einfach die Farbe von dem Gewand schrecklich finde. Also ich finde einfach dieses Rosa mit dem Blond ist einfach nicht mein Geschmack. Sieht jetzt passender aus, aber es ist halt nicht mein Geschmack. Und was mich auch ein bisschen irritierte, sind die Haare hier vorne. Das werde ich euch dann auch genau erklären, warum mich das ein wenig stört. Ja, dann schauen wir uns die Figur ein bisschen genauer an. Was stört mich eben an den Haaren hier vorne? Ich weiß nicht. Ich finde einfach, die Zacken hier vorne sind einfach zu viel. Also es wirkt irgendwie künstlich, obwohl sie es wirklich gut gemacht haben. Also Amakuni macht wirklich immer eine sehr gute Arbeit. Auch bei den Haaren, sie machen die Haare wirklich spitz, dass es mir auch gefällt und nicht zu abgerundet, was ich nicht so gern mag bei Figuren. Aber es gefällt mir einfach nicht so, wenn man die Figur von hier sieht, sieht es irgendwie komisch aus. Wenn man die Figur aber von hier sieht, also ein bisschen schräg, finde ich, sieht es wiederum wieder gut aus. Also ich muss wirklich schauen, dass ich die Figur irgendwie vorne hebe. Das gefällt mir sonst einfach nicht. Was mich auch stört, ist, dass diese Kette hier, ich meine, vielleicht kann man sie eher ein bisschen runterbiegen, hier in der Luft steht. Sieht ein bisschen irritierender aus, finde ich. Weil keine Ahnung, warum das hier in der Luft stehen soll. Wiederum cool finde, ist hier in den Haaren dieser Sternenschmuck mit dem Pünktchen. Das sieht wirklich sehr süß aus. Also die Augen sind wirklich sehr schön. Ich finde, Amakuni Hobby Japan macht die Farben wirklich immer sehr kräftig in den Augen, im Gegensatz zu anderen Herstellern, die das Ganze einfach so leblos machen. Also da machen sie wirklich eine super Arbeit. Auch der leichte rosa Schimmer wurde auch wirklich sehr gut gemacht im Gesicht. Ja, zu dem Gewand. Was ich nicht mag, ist eben, dass das Top so klein gemacht wurde. Ich finde, das sieht irgendwie so komisch aus. Das sieht irgendwie so aus, als hätte sie Hängebrüste. Ich weiß nicht wieso, aber es gefällt mir einfach nicht. Und auch die Farben gefallen mir einfach nicht, weil ich finde, die passen einfach nicht zu den Charakter selbst. Hier finde ich sehr schön, dass sie wieder so leichte Knochen gemacht haben von der Figur. Also, dass man die hier ein wenig sieht, von dem Brustkorb. Finde ich wirklich sehr schön. Auch die Farben wurden wirklich sehr schön gemacht. Ja, zu dem unteren Teil von dem Gewand.
Ich finde, das wiederum haben sie wirklich super gemacht. Also, dass das hier eben so wie so ein Latz sein soll, so eine Schürze, ein halber Rock, wie auch immer. Da sie wirklich die Falten und die Biegungen mit dem Fuß gemacht haben, das finde ich einfach Bombe. Und auch, dass hier in der Mitte das Violett mehr ist und seitlich mehr so weißlich, finde ich wirklich sehr schön. Ja, was mir extrem gut gefällt an der Figur sind die Haare hier, weil ich einfach den Zopf so interessant finde, dass sie hier so einen Hohlraum gelassen haben, auch hier unten und generell hier auch wiederum einzelne Strähnen. Ich finde das einfach voll super, auch wie die Haare so rüberfallen, sieht wirklich sehr schön aus. Und dass die Spitzen hier so leicht rosa gemacht wurden, passend zu dem Gewand, finde ich auch sehr toll abgestimmt. Ja, von ihrem Arsch sieht man leider wegen den Haaren nicht sehr viel, aber ich finde, hinterhalb die Unterhose haben sie wirklich sehr interessant gemacht. Dass die hier so weit unten ist und hier noch in Gold gemacht wurde, finde ich, sieht wirklich super aus. Also gefällt mir wirklich sehr. Auch der Armreif hier wurde wirklich sehr schön gemacht und dass hier so ein Haarreif in den Haaren ist, sieht auch wirklich sehr toll aus. Ja, was ich auch sehr interessant finde, sind die Hände. Also, dass sie hier so einen losen Finger hat, der ein wenig heraussteht, sieht wirklich sehr schön aus. Und diese Hand auch. Und überhaupt, dass die Fingerspitzen ein bisschen dunkler gemacht wurden, rötlicher, finde ich auch sehr schön, also wirklich sehr interessant. Ja, im Allgemeinen würde ich der Figur von 10 Sternen 8 Sterne geben, da sie einfach nicht mein Geschmack ist, farblich gefällt sie mir einfach nicht und dieses Oberteil sieht einfach aus, als würde sie Hängebrüste haben, aber ansonsten Verarbeitung, wie sie koloriert wurde, also die Bearbeitung, Anmalung wurde wirklich wahnsinnig gut gemacht, wie fast jedes Mal bei Hobby Japan am Kuni. Also Hut ab, sie haben wirklich eine super Qualität, das ist ein super Hersteller, nur es ist halt eben nicht mein Geschmack. Ich sag, kaufen, ja, es ist schon wert, dass man sie kauft. Sie hat mir, glaube ich, 130 Euro gekostet, sie war jetzt nicht so teuer. Und ich finde, wenn man sich eine davon kauft, sollte man sich eben das Set holen. Aber das ist dann eben Geschmackssache und was man lieber möchte. So vom Scale ist sie ein 7. Ich stelle keine Figur jetzt daneben. Sie hat einen wirklich sehr guten Scale für 1,7. Sie ist wirklich auch groß genug für 1,7. Ja, das war mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!